Hallo, willkommen beim 1000-Wecker-Report. Heute mit dem Thema Penny Gold- und Silberaktien, The Investment Opportunity of a Lifetime. Disclaimer. Goldaktien, The Investment Opportunity of a Lifetime. Teilweise sind massive Ausbrüche bei Gold- und Silberaktien zu beobachten. Und das ist vermutlich erst der, für die die meisten nicht wahrnehmende Beginn der Goldaktienrallye. Wie vorhergesagt kommen die ersten Analysten mit dem Überschreiten der 2000er Marke mit ganz anderen Prognosen heraus. So zum Beispiel diese Schlagzeile, die ich heute per Mail erhalten. Das Schöne ist, dass Goldaktien jetzt beginnen, genau diese Erwartungshaltung einzupreisen. Ja, das hatte ich heute in der Mail. Kaum ist Gold über 2000, das ist irgendwie, das nimmt man doch wahr, kommen jetzt die großen Prognosen heraus. Gold steigt auf 3000, 5000, 8000, 10.000 und vor nicht wenigen Monaten waren die noch, ich inklusive, noch ziemlich vorsichtig. Aber so ist es eben. Es beginnt jetzt eine neue Ära. Der Markt beginnt das für möglich zu halten. Ich meine, dass es da ist, das kann noch einige Zeit vergehen. Ob es überhaupt kommt, wird man sehen. Nichtsdestoweniger, das, was wir in der Vergangenheit beobachten können, dass eben die Goldaktien im Vorfeld diese Preishöhe einzupreisen. Das heißt, Goldaktien steigen im Vorfeld, was kaum jemandem bewusst ist. Das heißt, man macht im Vorfeld Goldaktien seinen Gewinn, um dann zum Beispiel mehr Gold und Silber kaufen zu können. Viele denken, das ist 1:1 proportional. Das ist es nicht. Goldaktien sind immer noch am Boden zerstört. Sie werden jetzt irgendwann aufgeweckt oder wachen weiter auf, ähm, werden von Penny Stocks als Aktien zu Dollaraktien oder viel mehr. Und dann steigen sie möglicherweise proportional mit Gold und Silber. Das heißt, in der Frühphase, jetzt wird das große Geld mit Gold- und Silberaktien zu machen. Das ist vielen nicht bewusst. Aber nichtsdestotrotz, das ist, sage ich mal, eine Mail von Mike Maloney, also von Gold und Silber. Und da muss ich doch ein bisschen lachen. Genau das haben wir erwartet, dass solche Meldungen kommen. Und ja, die machen eben diese Gold- und Silberaktien Rallye hoffentlich jetzt möglich. Ja, heute wollte ich eigentlich nur nach hier ein paar Aktien zeigen, die schön ausbrechen. Hier zum Beispiel Projektgenerator aus Kolumbien, Silber, 55 Millionen Unzen Silber, 70 Millionen Marktkapitalisierung. Sie sehen, heute massiv ausgebrochen und vom Tief von Februar schon beinahe verdoppelt. Und ja, und hat auch schon, wie Sie hier oben sehen, fast schon 50% des letzten Goldaktienhochs erreicht. Damals ist eben diese Aktie hier von 0,1 auf 80 Cent gestiegen und ich garantiere Ihnen das nicht mehr lange und diese Aktie ist auch bei 0,8 Dollar. Wir hoffen natürlich jetzt in dieser Phase, dass das erst der seichte Anstieg ist, dass es eben schnell auf 1 Dollar geht und dann es dann im Grunde genommen richtig losgeht. Also ich würde mal sagen, wenn wir jetzt eine wirkliche starke Goldaktienrallye ist, hoffe ich mir, dass dann solche Aktie irgendwo zwischen 3 Dollar und 7,5 Dollar am Ende ist. Das wird man sehen, das kann man absolut nicht sagen. Wir haben keine Glaskugel. Aber jedenfalls kann ich ja mitteilen, was meine Motivation ist, solche Gold- und Silberaktien zu kaufen. Ähm, Dann eben, sage ich mal, noch mehr diese absoluten Penny Stocks. Hier dieser Projektgenerator aus Kanada, nur 6 Millionen Marktkapitalisierung. Der brauchte nur 1 Cent steigen und es ist um 25% gestiegen. Das ist eben ein deutlich höherer Hebel. Natürlich auch deutliches Risiko, aber man kann fast nicht widerstehen, hier einige Goldaktien aufzusammeln. Sie sehen, im Dezember konnte man den noch für 2 Cent kriegen, davor auch sogar für 1,5 Cent. Unglaublich. Und die beim letzten Goldaktienboom war die sogar hier bei 40 Cent und hat im Prinzip alle ihre Gewinne wieder abgegeben. Und das Schöne ist, diese Aktie grenzt an der ehemaligen Great Beer Ressource, also das Gebiet ab. Das war ja diese Aktie, die von 5 Cent auf 30 Dollar gestiegen ist von 2016 bis 2020. Great Beer Resources waren 600 Bäcke. Nun sage ich keinesfalls, dass sich das mit dieser Aktie wiederholt, aber es könnte alle die Motivation der Anleger, die Stimmung der Anleger hinsichtlich dieser Aktie dementsprechend positiv machen.
Und wenn es wirklich zu einer starken Goldaktienrallye ist, dass wir zumindest das alte Hoch sehen bei 40 Cent. Aber eigentlich hoffe ich, dass die Richtung 1 $ geht. Also möglicherweise sehen wir hier am Ende irgendwo einen Wert zwischen 50 Cent und 1 $. Natürlich hoffe ich auch noch viel, viel, viel mehr. Aber wir müssen ein bisschen versuchen, konservativ zu bleiben. Insgesamt hoffe ich auf eine noch nie dagewesene Goldaktienrallye. Aber wir müssen uns da im Zaum halten. Wir dürfen nicht über euphorisch sein. Das haben die anderen Goldaktienrallyes zum Beispiel von 2016 und 2021 gesehen. Die waren irgendwann zu Ende. Und also die Bäume wachsen auch da nicht in den Himmel, wenngleich ich jetzt auch davon ausgehe, dass es die stärkste Goldaktienrallye ist und dass diese anderen vorherigen Goldaktienrallye massiv überboten werden. Ja, hier noch zwei andere Aktien, die ich auch ganz interessant finde und auch heute stark ausgebrochen ist. Goldprojektrate in der Golden Triangle, British Columbia, Kanada, riesige Ressourcen von 1,4 Millionen Unzen, allerdings durchaus Low-Grade abgeleitete Ressourcen und noch, ich glaube, etliche Projekte mehr. Wenn solche Aktien auch wieder in Fahrt kommen, Sie sehen, sie ist schon mal ganz stark ausgebrochen von irgendwie 10, 20 Cent, dann gleich auf 4 $ in kürzester Zeit. Und ich würde nicht ausschließen, dass wir dasselbe jetzt, genau denselben proportionalen Anstieg, aber mit diesen Zahlen sehen. Das heißt am Ende, ja, 10 $ könnte die vielleicht schaffen und irgendwo einen Wert zwischen 10 und 30 einnehmen. Schwer zu sagen. Aber man kann es ja mal versuchen abzuschätzen. Wie gesagt, am Höhepunkt der Goldaktienrallye, wir erwarten ja für Sommer Gold 2350 und irgendwie das Silber irgendwie 50 auch wieder sieht. Und da ist dann im Grunde genommen die volle Goldrallye dabei und dann könnten diese Werte angenommen sein. Aber es ist, wie gesagt, es ist Pi mal Daumen. Aber das ist jedenfalls die Motivation, warum ich so habe. Und um nicht auch nicht nur diese Penny Stocks Aktien haben. Die sind meines Erachtens relativ sicher. Und ja, und dann muss man das Geld eben da verteilen, um nicht zu sehr enttäuscht werden ist, denn Goldaktien haben einfach ein hohes Potenzial zu enttäuschen. Und da hilft nur Diversifikation und weitere Beobachtung. Dann ist hier noch ein angebender Silberproduzent, auch mit riesigen Ressourcen, 240 Millionen Unzen, 43 Millionen Marktkapitalisierung. Ja, Sie sehen, wo die herkommt. 1,20 $ im letzten Goldaktien. Boom, dann konnte man die im Februar nochmal für 16 Cent kaufen und ist jetzt auch dabei auszubrechen. Meiner Meinung nach, das sind möglicherweise Unternehmen, die jetzt genau das richtige Investment in dieser vor uns liegenden Goldaktien realisieren, die wir vermuten, dass die irgendwo zwischen 6 und 12 Monaten dauert. Ja, hier nochmal ganz kurz auf die allgemeine Situation eingehen. Gold könnte analog der 1970er Jahre von 2000 $ auf 8500 $ steigen. Vermutlich spielte, ich habe jetzt den Artikel von Mike Maloney da nicht gelesen, spielte er auch auf diese Situation ab. Denn wie Sie hier sehen, in den 1970er Jahren ist genau dasselbe passiert. Dort ist also Ende 78 bis 1980, also in gut einem Jahr, wesentlich 1979, ist Gold von 200 $ auf 850 gestiegen. Und im Grunde genommen ist es die absolut selbe Chartformation. Die Tasse wurde auch da gefüllt. Hier ist dann beispielsweise damals Gold, wo ist es? Gold ist also erstmal von 1970 von 35 $ auf 200 $ gelaufen, hat dann um die Hälfte korrigiert, das kennen wir auch, hat sich dann langsam herausgearbeitet, bis wieder 200 $ war und dann ist es fast senkrecht hochgeschossen. Das ist genau dasselbe. Das ist jetzt hier 2011 bis 2000 gelaufen, dann hat es korrigiert bis auf 1000, hat sich jetzt auf 2000 angearbeitet, ist hier an diesem Punkt. Es ist nicht ausgeschlossen, das ist ja ein absolut parabolischen Anstieg analog der 1980er Jahre gehen. Das würde bedeuten, dass auf 8.500 $ steigt. Sage ich nicht vorher. Ich sage nur, dass es Ähnlichkeiten gibt. Ich denke mal, die haben Mittel, um da einzugreifen. Geben sie uns vielleicht nicht in so dieser Form ganz, aber zumindest eine Rallye in Richtung 2.500 $ für Gold oder Silber 70 $, Silber über 50 $ ist wahrscheinlich denkbar. Und das führt eben führt mit Sicherheit zu der von uns lang erwarteten Goldaktienrallye.
Und ja, wie es dann weitergeht, ist wirklich schwer zu kalkulieren. Ja, welche Ereignisse liegen vor uns? Und wir glauben, wir nennen das Ereignis eins. Das ist jetzt eben der Anstieg der Goldaktien im Wesentlichen, die von Penny Stocks hoffentlich zu Dollaraktien werden. Derartig großen Bewertungsaufschlag wird es dann so nicht wieder geben. Dann steigen ja die Goldaktien proportional mit. Also es ist die extreme am Boden Zerstörtheit, die jetzt aufgehoben wird, und das führt zu extra Performance, dass irgendwas ein paar Pennies möglicherweise ein Dollar oder mehr werden kann. Es gibt natürlich auch andere Aktien, aber die steigen auch. Aber das ist eben meines Erachtens, dieser Bewertungsaufschlag in der Frühphase ist die ganz große Chance. Im Wesentlichen ausgelöst, vermutlich hier wie 2000, das ist hier 2011, Silber. Das in 8 Monaten auch hier von 17,50 $ gestiegen. Und eine ähnliche Situation, dass es jetzt auch Richtung 50 oder über 50 steigt, auch wiederum hier in circa 8 Monaten ist denkbar. Ist damals passiert, ist hier passiert. Und Sie dürfen eins nicht vergessen, im Nachgang wäre es eben weise gewesen, wenn es eben senkrecht läuft, ist es im Grunde genommen auch schon ein Verkaufssignal. Jeder senkliche Run sozusagen ist ein Verkaufssignal. Der Markt läuft heiß. Und man muss eben versuchen, wenn es dann wirklich, natürlich nicht sofort, wenn möglich eben an der Spitze, wie auch immer das geht, die Goldaktien dann zu verkaufen, weil diese Korrekturen können lange und heftig sein. Auch wenn wir das jetzt nicht glauben, maximal glaube ich an eine Korrektur irgendwo Richtung 30 $. Falls wir jetzt 50, 55, whatever sehen, geht es vielleicht mal 50% Retracement, nennt man das, zurück. 50%, das ist in der Vergangenheit gewesen. Und dann, glaube ich, geht es super schnell wieder hoch. Aber für Goldaktien wäre es trotzdem schmerzhaft. Deswegen würde ich sagen, wenn wir so ein Silberspike, und wir beobachten das natürlich auch, sehen, denke ich mal, haben wir ein Verkaufssignal für unsere Goldaktien und Silberaktien selbstverständlich. Ja, immer noch extreme Unterbewertung bei Goldaktien. Im Wesentlichen aufgrund dieser beiden Grafiken kann man das erkennen. Das ist einmal rechts die Goldaktien-Goldratio. Da sehen Sie, seit 96 Goldaktien gegenüber Gold fallen. Und die haben erst jetzt, Sie sehen, zum Boden gefunden, und jetzt vermuten eben auch die Statisten, dass es so eine überproportionale Anpassungsrallye gibt. Und das führt eben möglicherweise zu der größten Goldaktienrallye aller Zeiten sozusagen. Dann sehen Sie links noch diese Gap, also diese Lücke zwischen Junior-Goldaktien, also die klassischen Penny Stocks und Junior-Produzenten, und Senior-Aktien. Das ist extrem groß, und das kann eben auch sehr schnell abgebaut werden. Und das gibt auch nochmal einen enormen Bewertungsaufschlag, wie Sie das hier auch 2002 sehen, dass genau da nämlich das passiert. Da waren die auch weit auseinander, und mit einmal gegen diese Penny-Gold-Aktien hoch und haben sogar die sogenannten Senior-Gold-Aktien in der Bewertung übertroffen. Und auf einen ganz ähnlichen Spike äh, setzen wir eigentlich auch so. Und deswegen erwähne ich so, dass mit den Penny-Gold-Aktien und Junior-Gold-Aktien etc., weil das wirklich nach einer überproportionalen Chance aussieht. Ja, Ereignis 2, Ereignis 3, da meinen wir, wenn die Goldaktien, sage ich mal, höher bewertet sind, sollte man, denke ich mal, Sachwerte kaufen oder zum Beispiel einfach Gold, mehr Gold und Silber, weil dann Goldaktien, der Hebel ist im Grunde genommen raus und dann die Risiken überwiegen. Da kann es staatliche Eingriffe der produzierenden Länder geben, extra Steuern, Verstaatlichung, who knows. Aber auch bei uns selbst hier das Bankensystem wurde ja gerade jetzt gerettet mit riesigen Milliardeneinsätzen, und diese Rettungsmaßnahmen äh, sicher, also die im Grunde genommen sichern die immer nur noch kürzere Zeiträume. Also man muss wesentlich mehr, exponentiell mehr Geld einnehmen, um die Banken retten zu können, und das geht immer noch für kürzere Zeiträume. Also 2008 war es ja so, da war Gold bei 2000, bei 1000, 2008 ist dann runter, 96 mit der Bankenkrise, wurde gerettet, und Gold war auf 2000. So, und jetzt müsste das dann von dieser Logik bedeuten, das müsste relativ schnell eigentlich auf 4000 gehen, und weil es noch viel mehr exponentiell proportional Geld eingesetzt wird, sogar höher. Vielleicht sehen wir ja die 8500. Who knows? Ähm, Das Interessante ist einfach, dass sich das damit enorm beschleunigt, und ja, und das stellt einfach eine überproportionale Chance dar. Wir werden sehen, wie es funktioniert.
Wie gesagt, wir haben immer vermutet, dass es, sage ich mal, ein Ringen der Kräfte ist von den Leuten, die das System noch am Leben halten wollen, zum Beispiel durch das Stützung der Banken und diese riesige Geldgenerierung. Aber der Nebeneffekt ist eben die Zerstörung der Kaufkraft der Währung. Und das führt ja dann zu Gold und Goldaktienrallye. Und, und in diesem Zusammenhang haben wir einfach das ganz sehr komische Phänomen, dass die Goldaktien immer noch überproportional niedrig bewertet werden. Und wir glauben, es gibt jetzt, sage ich mal, so einen Auslöser, der sie wie ein riesiges Gummiband jetzt hochschleudern lässt. Deswegen sind wir so mit so einer Begeisterung hier bei Goldaktien. Ja, wenn dieser Prozess vorbei ist, haben Sie genügend Gold und Silber. Sie kennen die Maximalwerte, die im Internet kursieren. 8.000 heutige Kaufkraft für Gold, 200 bis 400 heutige Kaufkraft für Silber. Das wird aber nur für eine kurze Zeit sein. Man darf dann nicht vergessen, die Assetklasse zu wechseln, also irgendwie Top-Immobilien, vielleicht ganze Unternehmen kaufen unter Umständen, beziehungsweise Top-Aktien, Top-Aktienfonds, insofern da noch was von übrig geblieben ist. Aber in jedem Fall wird es eine wirtschaftliche Dynamik nach dieser Inflationsdynamik geben. Davon ist ganz klar auszugehen. Ja, also das Fazit, man muss eben diese Gewinne, die wir jetzt mit der Inflation versuchen zu machen oder Goldaktien, muss man multiplizieren mit mit den potenziellen Potenzial, was eben nach der Inflation liegt. Also wir maximieren jetzt unser Geld durch Goldaktien, kaufen davon mehr Gold und Silber, das steigt final nochmal, auch in einer systemischen Krise möglicherweise. Aber das bedeutet im Grunde eine systemische Krise bedeutet, dass wir super billige Assets einkaufen können, billiger als 1980, wo wir eine ähnliche Situation haben. Ähm, und irgendwann werden sich die Währungssysteme und Wirtschaften wieder stabilisieren und wir haben für ungeheuer günstig eingekauft und das bedeutet dann stabile Währung, inflationsfreies Wachstum und was auch immer dann kommt. Einige Topfonds werden mit Sicherheit genau wie zwischen 1980 und 2000 im Schnitt um das 50-fache dann auch wieder wachsen, was geschehen ist. Und das ist vielleicht hier jetzt nochmal viel lukrativer, weil die Ausschläge auf die Assetsklassen viel heftiger werden. Diese Krise wegen dem vielen gedruckten Geld führt zu einer derartigen möglicherweise äh, Unterbewertung und niedrigen Preisen bei wirklichen Assets, dass es äußerst lukrativ ist. Und so muss man denken. An sich ist das ein ziemlich fürchterliches Szenario, aber ich sehe, wir haben überhaupt gar keine Chance als versuchen, diese Dynamiken, also wir sollten diese Ereignisse spielen, davon maximal profitieren und nicht Opfer davon werden. Weiß ich, ist leichter als getan. Viele werden noch Opfer davon, aber nichtsdestoweniger sollten wir es versuchen. Das ist ja auch einer der Gründe, warum ich diesen Kanal hier mache. Ja, der 1000-Bäcker-Report. Wir versuchen erstmal solche Goldaktien zu identifizieren, wenn es geht, diesen Potenzialfaktor zu errechnen. Also um wie viel kann eine Aktie steigen, wenn wir irgendwie, sag ich mal, ein Goldaktien-Hoch haben. Deswegen diese Zahlen. Dann sortieren wir das moderaten und hohen und sehr hohen Risiko. Wir haben eine Exit-Strategie entwickelt und wenn Sie den Report kaufen wollen, finden Sie das äh, im YouTube unten im Textfenster. Ja, Einlagen von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft für Sachwerte. Das Unternehmen ist immer an Gold und Silber gekommen. Eine Überweisung schon ist im Zollfreilager in der Schweiz eingelagert. Genauso leicht ist der Verkauf. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt soweit gefallen hat. Vielleicht die Glocke betätigen, dass Sie sofort über neue Videos informiert werden. Vielleicht auch ein Like geben, es würde dem Algorithmus helfen, dieses Video bei YouTube zu verbreiten. Also nochmal besten Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.